Meine Damen und Herren, jetzt vorläufig letzte Abend, wo ich vor den Osterferien, sagen wir dann, diese Konfrontation westliche Welt und Kultur jenseits der westlichen Welt sprechen werde, ist dann Zen und die westliche Welt. Man spricht viel von Zen, beübt es auch, aber es wäre vielleicht mal gut, dass wir aus der Sicht der westlichen Wurzeln, dort wo sie auch Verbindung haben mit diesen östlichen natürlich, aber wo unsere Herkunft her ist, von dieser Sicht her versuchen, uns ein wenig mehr klar zu werden, was könnte diese Zen nun eigentlich sein. Ich benutze dann teilweise vielleicht auch die Terminologie dieser Welt des Zens, aber dann nicht von westlicher Seite her für den Westen übersetzt, sondern versuchend von dort her zu sehen, was es uns sagt. Aber vorher müssten wir, glaube ich, uns etwas mehr klar werden, was kann das sein? Ich will ganz einfach anfangen. Wenn wir als Laie auch uns mal interessieren und lesen von dieser Welt des Zen, wir kennen dann das Japanische hauptsächlich und wissen vom Chinesischen oder sonstigen, wo es anders Namen hat, ganz wenig. Wenn ich von diese Bemerkungen, diese Mitteilungen für den Laien mal kurz übersehe, dann entdecken wir eine Art Paradox. Der Zen-Mönch kennt einerseits das sich ganz tief versenken in Meditation. Er ist dann auch so ruhig, dass man spürt, die Welt geht ihn nichts mehr an. Wenn ein Insekt ihn stört, dann bleibt er so ruhig da sitzen, soll eben sich nicht bewegen. Er ist ganz dieser Welt entrückt, könnte man sagen. Ich will jetzt nicht gleich kritisch schauen, wie es ein Westlicher tun würde. Vielleicht am Ende dieses Abends, wenn wir Zeit haben, könnte ich auch das mal kurz vor Augen uns stellen. Aber ich habe das schon bei anderen auch versucht und gesagt, der westliche Mensch scheint etwas in sich zu haben, wo er ehrlich glaubt, er muss etwas leisten, um es zu empfangen. Er muss es sich erarbeiten. Er muss es verdienen. Er kennt nicht deshalb vielleicht dieses vollkommen Entrücktsein aus dieser Welt und glaubt, er müsse das auch irgendwie dann erarbeiten. Wie ich schon vor ein paar Wochen sagte, das Meditieren für den Menschen hier oft Überdenken bedeutet. Man hat einen Vers und in diesem Vers denkt man nach und glaubt dann, es kommen allerlei Gedanken, weitere Gedanken, die tiefer gehen, wenn man diesen Vers überdenkt. Und es kann sein, dass es für den westlichen Menschen auch tatsächlich diesen Weg geben sollte. Das werden wir mal ein anderes Mal besprechen, wenn wir von westlicher Mystik sprechen und westlicher Religion. Warum der Westen in Mystik und Religion so selten als Ausnahmefälle, aber die gibt es natürlich, dieses Entrücktsein kennt, wo nichts mehr stört, wo man einfach in einer anderen Welt lebt und doch hier ist. Nun, dieser Zen-Mönch hat das, dass er auf diese Art in ein Leben eintritt, welches ihm dieses Entrücktsein ermöglicht. Aber wir sehen dort zu gleicher Zeit eine andere Welt,
nämlich das tägliche Leben dieses Zen-Mönchs. Ich spreche mal von den Mönchen erst als Beispiel, weil das extreme Beispiel dann wäre. Andererseits hat er einen sehr harten Alltag. Er muss ganz ergeben arbeiten. Es hat Ähnlichkeit, sagt man manchmal, zu einem europäischen, vor allem preußischen Kasernenhof, wo man auch nur reinmachen soll, ordnen soll und fortan schnell das machen soll. Es ist an Speise, Kleidung, alles sehr mangelhaft sieht aus. Er muss sich vieles erbetteln. Es ist kein Alltag, wo man sagt, das ist nun der Alltag von dieser Meditation. Denn wir würden sagen, der so meditieren kann, sich der Welt entrücken kann, soll es doch jedenfalls dann weiter leicht haben, dass er studiert, schon in einer Zelle, dass er Bücher studiert und dass er schreiben darf oder kann, dass man es ihm leicht macht. Aber wir sehen, hier wird fast das, was wir auch im Leben kennen, diesen beiden extremen Seiten einander gegenübergestellt, die sich versenken und eigentlich in Frieden und Ruhe dasitzen, unbeweglich, diszipliniert, aber auf eine Art, wo man spürt, das ist mit eingeboren, ist Fleisch und Blut geworden, diese Disziplin. Es ist nicht etwas, wo man fortwährend sagt, ich muss aufpassen. Man schweigt auch, könnte jedenfalls, wenn man schweigen sollte, kann man leicht schweigen, muss nicht die Leistung erbringen, jetzt schweige ich, seht und hört, wie ich schweige, sondern es schweigt sich von selber bei ihm, so wie das Tun in einer Art Flexibilität und Souplesse geschieht, dass man sagt, das Tun ist auch geschmeidig, es ist leicht, obwohl es sehr hart aussieht. Dieser Gegensatz ist merkwürdig, ein Gegensatz, der sich speziell in dieser Welt des Sens entwickelt hat, erwachsen ist dort. Nämlich, man kennt Meditieren bei anderen Kulturen auch, aber dort ist es nicht zusammengehend mit diesem Paradoxen, dass er dann das harte Leben hat. Er meditiert, lebt karg, einfach, also nicht, dass er großen Aufwand hat, aber er wird nicht geschlagen, zum Beispiel, gezüchtigt. Es kann schon als Ausnahme vorkommen im Osten, aber kaum, nur dort. Wir sehen, dass gerade in Japan, wo der Zen-Weg gekannt wird, es gerade dort eine ganz harte Welt gibt, denn wir kennen die verschiedenen Kampfarten aus Japan, Judo, Jiu-Jitsu und Karate. Wir kennen dort, wo wir sagen, das sind also Kämpfer, Ringkämpfer, die kämpfen können, also gar nicht dieses Meditierende zeigen, Gegensatz zeigen. Und wir können uns nicht vorstellen, dass das die gleichen Menschen sind, wo diese Härte, diese aggressive Kampftätigkeit, aber fast wie ein Kultus, wie ein Ritus, nicht ein undisziplinierter Kampf, ein sehr höflicher Kampf, wie man dann oft auch sieht, aber ein harter Kampf, wo es sehr wichtig ist, beherrscht er seinen Körper auch so, dass er nicht nur still sitzen kann, sondern auf die meist geschmeidige Art mit dem Körper etwas tun kann und zeigen kann, auch da bin ich Herr. Dieser Gegensatz ist typisch japanisch, gilt bei anderen asiatischen Kulturen kaum. Gewiss gibt es in China auch etwas in diesem Sinne, aber viel sanfter, anderer Art. Ich will nicht sagen, dass es sonst in Asien keine Grausamkeiten gibt. Die gibt es genauso wie in Europa und Amerika, andere Art vielleicht. Ich glaube nicht, dass man da messen kann bei Grausamkeit, wo es mehr oder weniger ist. Das Grausame ist ein Geheimnis des Menschen, ein ganz merkwürdiges Geheimnis. Wir verstehen es in der ersten Annäherung nicht, woher es kommt, wozu es gut ist. Wir kennen es. Aber ich meine nicht,
das Grausame. Ich meine hier etwas anderes, eine Beherrschung des Körpers in einer Aktivität, in einer Dynamik, welche ganz entgegengesetzt ist dieser anderen negativen Aktivität, also mit anderem Vorzeichen, wo man so still sitzt, dass das Stillsein und das ganz Konzentriertsein auf das Nichts, eben auf das, was man Mu nennt dort, dieses Nichts, das gar nichts mehr beinhalten, nicht denken gerade, sondern im wachen Leben so werden, wie man im Schlaf, im Tiefschlaf ist, dass so wie im Tiefschlaf einem die Träume kommen und Visionen kommen, es im wachen Leben das Gleiche passieren könnte, dass einfach eine Einweihung, eine Erfahrung, etwas ganz, ganz Andersartiges, wie sonst das Irdische es zeigt, dem Menschen kommen kann, während er eigentlich wach ist. Er schläft nicht bei der Meditation. Er sieht manchmal so aus. Man kann ihm alles Mögliche tun und sagen, er hört's, soll es nicht hören. Wir kennen natürlich die vielen Beschreibungen, ich will mich darin nicht vertiefen, weil die Beschreibungen doch schon gibt, wie dann gerade bei der Meditation gewisse andere Mönche zwischen den Reihen hindurchgehen mit einem Stock und wenn sie spüren, wirklich spüren, dass der eine Konzentration nicht richtig da ist, da bekommt er mit dem Stock ziemlich harte Schläge. Nicht so sanft, ich berühre dich, damit du jetzt mal zu dir kommst, sondern es wird geprügelt. Und dann bleibt der andere genau so da sitzen und bedankt sich sogar höflich, japanisch, nach den Prügeln, bedankt sich, dass er ihn geprügelt hat. Also ich sage nicht, ich habe es verdient, ich Armer, ich werde mich mein Leben bessern, gar nicht. Es gehört zum Ganzen, dass die Konzentration zustande kommt, vielleicht gerade, wenn der Körper auch etwas erlebt, wenn er es nicht selber kann, dass ihm was angetan wird. Und dass vielleicht auch dieses Leben, das harte Leben, eigentlich auch richtig die andere Seite ist, wo man sagt, diese beiden gehören zusammen, wie sie auch als Gegensatz sich darstellen. Dieser Begriff des Gegensatzes ist sehr merkwürdig, denn aus dieser gleichen Welt des Zen kommt auch das hervor, was wir dann das Koan nennen. Und ein Koan, man kann es schwer übersetzen, es gibt viele Übersetzungen über diesen Begriff. Es will sagen Paradoxon. Ein Paradox, den es gibt. Es sind also kurze, man kann sagen Rätsel, die dann erzählt werden und wo der Meister dann spürt, ob der Schüler tatsächlich das versteht, was man erwartet, dass er als Schüler verstehen könnte. Der Meister gibt ihm eigentlich ein unlösbares Rätsel und erwartet eben, je weiter der Schüler fortschreitet, dass er mal imstande ist zu sagen, das kann ich nicht lösen. Und dennoch gibt es dann eine Stufe weiter, wo die Lösung doch da ist, aber gar nicht eine Lösung, welche wir sonst, wie wir sagen, wissenschaftlich oder irdisch akzeptieren würden. Keine Lösung, die einfach dann, so sagt es, sehr gescheit überlegt, so meint man das. Da bin ich fast reingefallen, aber ich habe die Lösung gefunden. Gar nicht in diesem Sinne. Eins der Grundkoans aus diesem Bereich, das allgemein, wie es mir erzählt wurde, benutzt wird bei den ersten Begegnungen mit dem Zen, ist das auch aus der Literatur auch bekannte, wo man den Schüler fragt, in verschiedenen Arten fragt, aber die Frage ist immer die gleiche dann, wie kann ich mit einer Hand klatschen? In die Hände klatschen. Also sagt man, ja, das ist eine unsinnige Frage, unwissenschaftlich, es ist Blödsinn. Und man kann dann sagen, ich werde raffiniert eine Antwort bedenken und so weiter. Also da kann man viele Antworten überlegen sich und dann sagen.
Aber diese Frage zeigt eben das, was Zen vielleicht auch ist, nämlich, dass hier das Klatschen in den Händen, das bedeutet, es ist eine Konfrontation, man begegnet sich und es kommt ein Schall, ein Laut hervor des Klatschens. Es bedeutet, wie man sagt, das Gleiche, wie wenn du sprechen würdest, dann kommt auch eins, schlägt sich mit dem anderen, die Zunge mit den Lippen und den Zähnen und den Gaumen, es klatscht auch dort. Und es bedeutet, wie jede Begegnung zwischen Menschen und Gegenständen auch, dass das klatscht. Es bedeutet, man hat eine Begegnung, man sieht sich, spricht und es kommt etwas. Es kann das Klatschen auch des Kampfes sein, dass man sich schlägt und das ist auch ein Klatschen. Das bedeutet, hier sind zwei feststellbare Realitäten da, die sich begegnen und aus diesem kommt etwas. Wie kann ich aber mit einer Hand nur klatschen? Die Antwort ist eben das, was der Zen-Mönch dann tut, dass man ihn auch fragen könnte, wie stimmt das überein? Dein Leben täglich mit Kampf und Schläge und Hunger vielleicht. Wie stimmt das überein mit der Stille der Meditation? Wie klatscht das mit dem anderen? Wie begegnet sich das eine mit dem anderen und was kommt hervor aus dieser Begegnung des einen mit dem anderen? Dann ist tatsächlich die Antwort, die der Schüler dann im Laufe der Zeit nicht doziert bekommt, niemals, aber gerade erfahren soll im Leben. Wir Westlichen sind sehr auf Dozieren, das ist dann auch der Weg des Westens, den wir dann hoffentlich noch weiter besprechen werden, andere Male. Aber wir verstehen nicht, dass es tiefes Wissen sein kann ohne Bücher, ohne Studien. Wir glauben, ein Weiser hat sehr viel studiert. Und wir können fast nicht annehmen, dass ein Weiser sein kann, der fortwährend da im Schatten sitzt und da Blumen betrachtet oder Vögel oder Wolken, wie das ein Weiser sein kann. Das gehört für uns ein Zusammensein mit Büchereien, mit Bibliotheken und sonstigen Untersuchungen, Laboratorien und so weiter. Dass hier etwas anderes stattfindet, ist für uns nicht klar. Nun, dieser Schüler wird dann durch Erfahrung so weit kommen, dass er sagt, die andere Hand ist nicht so wie rechts und links ich sehe, sondern die andere Hand ist gerade Gegensatz zu dieser hier zeiträumlich im Spektrum erscheinenden Hand, sondern es ist die Hand, welche gerade nicht erscheint. Die Hand aus dem Bereiche des Meditierens. Und diese Art Begegnung, darum handelt es sich. Und das ist dieses Koan, das sagt dir, das ist der Gegensatz im Leben überhaupt. Wie können die beide sich treffen? Ich kann doch nicht mit meiner unsichtbaren Hand unter einen sichtbaren Laut hervorbringen. Da klatscht es doch nicht. Da bleibst du doch still, kann in der Luft so ein bisschen rumwehen, aber dann ist kein Geräusch da, nichts hörig. Und die Frage ist und die Antwort ist, tatsächlich erwarten wir dort die Stimme, eine ganz andere Stimme vielleicht, etwas ganz anderes, wo du nicht die Stimme herbeizwingen kannst, sondern wo die Stimme auf andere Art von selber zustande kommt. Das will sagen, in deinem Leben wirst du niemals diese Schwelle überschreiten können, dieser Einweihung, wenn du nicht diese Hand mit dieser anderen Hand tatsächlich klatschen hörst. Dann hast du eine andere Stimme, die dir etwas sagt, und dein Verhalten wird ein ganz anderes Verhalten sein. Wir kennen auch das andere bekannte Bild aus diesem Zen-Bereich von diesem Bogenschießen, wo man nicht sagt, wir üben uns und müssen sehr gute, scharfe Augen haben, um genau das Schwarze zu sehen, um das zu treffen.
Es ist im Gegenteil, es wird erwartet, dass der Zen-Mönch oder Zen-Schüler, dass er seinen Körper, so wie er hier erscheint, derartig mit seiner anderen Seite verbindet, dass auch diese Scheibe, wo man schießt, auch hier so ist, wie man sie sieht, aber auch erfahren wird, jenseitig von der anderen Hand her, wo also meine Hand, die unsichtbar ist, und mein Auge, das hier konkret unsichtbar ist, sich mit der Scheibe, die hier unsichtbar ist, konkret, aber doch dort da ist, so verbinden kann, dass ich so einfach im Dunklen, im Vorübergehen, Vorbeigehen schieße und im Schwarzen treffe. Und nicht sage, jetzt muss ich mich ganz konzentrieren und so zielen, dass ich durch viel Übung diese Leistung erreiche. Gewiss hat man Veranlagung, hat ein scharfes Auge, kann sich dann sehr ruhig verhalten, auch beim Schießen sonst. Aber wer würde sagen, auf ganz andere Art, die andere Hand klatscht mit dieser. Das Koan ist zu beantworten, aber eben niemals wissenschaftlich, dialektisch, wie wir das sagen, das und jenes sind die zwei gegebenen Daten, dann müssen wir das dritte Resultat, die Schlussfolgerung hervorbringen. Es kommt keine Schlussfolgerung in diesem Sinne zustande, denn da sagt er, du bist noch ein Kleiner, du kannst nicht, du glaubst, du jetzt zeigst mir, du kannst schießen, hast geübt fortwährend und glaubst es zu beherrschen. Nein, jetzt verlange ich von dir, Mitternacht, wenn kein Mond da ist, auch da vorbeizugehen mit dem Pfeil und gleich zu treffen. Das nicht das Auge, welches hier sich üben kann. Das will sagen, auch nicht dein Intellekt, das sich hier schärfen kann, üben kann ein Problem lösen. Das ist nichts, das stinkt herab, das ist keine Lösung. Ich habe einmal auch mitgemacht, sogar hier in Zürich, wo so ein Zen-Meister, der Hirata, war und auch so eine Woche lang seine Sitzung hatte, wo er mir dann erzählte, wie die Leute, Europäer dann hauptsächlich, ja alle natürlich, auch so seinen eigenen Mönchen, der mitbrachte, immer mit Lösungen auf Koans kamen, so wie ein Wissenschaftler das macht. Ganz gescheit, zeigten sehr, dass sie belesen waren, im Indischen, im Japanischen, Chinesischen und Indien alles wussten und dann die Lösung gaben. Und das leider musste ich, wenn es zwingt, schweigen, nicht zu beleidigen. Das kann man Europäer nicht so leicht machen. Japaner kann man beleidigen, der bedankt sich noch. Aber den Europäer kann man es nicht machen. Aber ich habe dann geschwiegen, weil ich dachte, sehr, sehr weit noch. Die sind jetzt eine Woche hier, schweigen schon eine Woche. Aber sie sind ohne Ahnung, was eigentlich eine Lösung sein könnte. Das bedeutet doch auch, dass wir in der Art, wie wir intellektuell philosophieren, immer das Gleiche auch tun. Wir klatschen in den beiden Händen hier, den fleischigen Händen, haarigen Händen, so wie sie aussehen gerade, und klatschen dann und dann sagen wir schön Applaus, während er sagt, nein, diese Hand soll mitmachen, nicht beide Hände jenseitig. Diese eine Hand, die hier ist aber eine Seite. Und du sollst dich fragen, wo ist die andere Seite, die mit mir dann Konfrontation haben kann. Philosophisch kann man also nicht kommen. Ihre Philosophie ist ein ganzes, großes, sich immer wiederholendes Koan, wo immer gesagt wird, das ist so, das andere ist ganz anders. Zum Verrücktwerden würde ein Europäer sagen, was wollen wir eigentlich? Aber wir könnten auch sagen, unser Leben ist auch nichts anderes, dass wir uns Dinge vorstellen und ausdenken und wünschen, und die andere Seite tut genau umgekehrt. Die lässt das gar nicht so. Und hier und da schon, man weiß ja aber nicht wann. Es gibt keine Regel, wann es zutrifft und wann nicht. Die Regel ist eben nicht da. Dieses Bogenschießen zeigt also auch, dass der Körper sehr wichtig genommen wird, denn man sagt, dieser Pfeil hier soll treffen. Nicht ein geistiger Pfeil,
den ich mit meinem geistigen Auge schieße. Nein, die Verbindung des einen Extremen mit dem anderen, das ganz Sichtbare, fast kann man sagen, unwissenschaftliche, unintellektuelle Bogenschießen. Durch Training kann man es bekommen, gute Augen und so weiter, Relax und so weiter, kannst du schon bekommen, dass du vielleicht schießen kannst. Aber nein, es wird hier erwartet, dass der Körper derart zusammenklatscht mit der anderen Seite, mit dem Leib, der unsichtbar ist, dass auch der Pfeil aus diesem Bogen, mit diesem Bogen weggeschossen, genau dort trifft, wie bei dir tatsächlich, wenn du etwas hörst, gleich richtig, gerade antworten kannst. Das ist die Antwort, dass du gleich das sagst. Das bedeutet auch im Verhalten, dass man nicht sagt, der Mensch kann sich üben, sich so zu verhalten, denn dann wäre es gleich wieder falsch. Das Verhalten ist eine Sache, wo zwei Paradoxe sich begegnen, die für dich gar keinen Übergang haben. Wo ist die Grenze zwischen der sichtbaren Hand und der unsichtbaren Hand? Genauso, wo ist die Grenze zwischen der ganzen sichtbaren Welt und der anderen? Wir wissen, man kann das Sichtbare sehr weit verfolgen, bis wir dann sagen, das heißt Energie dort in der Naturwissenschaft, und dann wissen wir auch nicht, was wir genau meinen. Kraft, wir wissen nicht, was es ist eigentlich. Man versucht es zum Schreiben in Zahlen auszudrücken, was es sein könnte, aber Geist und Seele kann man nicht dann dort erreichen. Gewiss nicht dasjenige, wodurch mein Körper gelenkt wird. Man kann auch sagen, das Beispiel, das ich gerne benutze und wiederhole, unsere Organe beim gesunden Menschen funktionieren schon so wie dieses Bogenschießen. Das Herz muss nicht fortwährend zielen, dass genau das eine Klappe zugeht, die andere sich öffnet. Die sagt nicht eine Übung mit meinem Herzen, dass der Kreislauf gut geht. Das Herz tut es schon, weil der Mensch lebt. Und wenn er lebt, funktioniert es gerade, weil er nicht nachdenkt. Wenn er anfängt nachzudenken, geht's nicht mehr. Wenn der Autofahrer, nehme ich an, anfängt zu viel zu studieren und zu messen, wenn er fährt, dann geht's schief. Er muss so fahren, wie oft sagt, das ist eine zweite Natur geworden. Ich bin mit dem Wagen zusammengewachsen, wenn er sitze, das tut schon von selber. Das ist eigentlich auch Bogenschießen. Aber Bogenschießen nur auf den Gebieten der einseitigen Ausübung mit der einen Hand nur. Aber man meint, bist du, wenn du solchen Autofahrer bist, auch so, dass bei dir, bei deinen Wünschen, bei deinen Ansichten der Seele, wie man sagen könnte, im Jenseitigen, dass auch dort das funktioniert. Hast du gleich auch die Einsicht, so wie das Herz es tut, tut das Herz jenseits das. Es gibt eine merkwürdige Geschichte, die ich dann auch hörte in diesem Zusammenhang, nämlich, da sagt er, im Deutschen, ich zitiere den Hirata, im Deutschen gibt es doch das Wort offenherzig. Und was meinen die Leute? Dass ich einen Reißverschluss habe und mein Herz zeige, und doch sagt man offenherzig. Die glauben, dass, wenn man offenherzig sagt, dass man dann gar keine Geheimnisse mehr haben kann. Dass Offenherzigkeit bedeutet, ich muss alles heraussagen. Dann verstehen die nicht, dass offenherzig bedeutet, dass das Herz doch verborgen ist. Warum sage ich offene Auge oder offene Nase? Nicht offener Bart, das ist offen, kann man sehen. Aber dann offen Herz gerade dasjenige, was verborgen ist. Und im Körper ist doch nur verborgen, weil es verborgen sein soll, um zu funktionieren. Sonst funktioniert es doch nicht. Dann sagt er, schau mal, die Mythologie aller Völker kennt doch überall die List, das nicht Offenherzige. Die Bibel sogar kennt doch auch immer wieder die List. Sogar die List vom Himmel her. Nicht nur die List, dass irgendein Bösewicht dann List ausübt wie die Schlange, die war listig, sagt man dann. Aber
die Rebekka mit dem Jakob haben auch List durchgeführt, damit der Segen den Jakob kam und nicht den Esau. Die List gibt es auch, wenn der David, wie Sie vielleicht kennen, die Geschichte aus der Bibel, er hat doch eine Bekanntschaft gemacht mit einer Frau, Bathsheba, und die soll dann nach der Geschichte sehr schön gewesen sein, und er wollte die haben, die war aber verheiratet, hatte einen Mann, Urias. Und um den Urias loszuwerden, ich erzähle es nur ganz kurz zusammengefasst, dann schickt er ihn mit einem Brief zur Armee, und im Brief stand, den er treu überbringt, den Brief, steht drin, wenn ein Kampf jetzt kommt, soll dieser Urias ganz vorne kämpfen, wo er fallen wird. Das ist auch eine List. Und der Urias kommt ganz treu mit dem Brief zu dem Feldherrn dort, Joab, und er liest diesen Brief, sagt auch nichts und schickt ihn gleich an die vorderste Reihe, und der Urias fällt. Und Bathsheba ist für David. Ist nicht so schön, kann man sagen, aber der zweite Sohn dort ist der Salomo, und das ist das Geschlecht des Davidshauses, wo der Messias hervorkommt. Dann merkwürdige List und unverständliche Grausamkeit sogar liegt dort zum Grunde. In der Mythologie, aber auch in den Veden, den alten buddhistischen Schriften, überall kennt man diese List. Es scheint also etwas zu sein, es gibt ein Innen und ein Außen. Das Innen ist sehr wichtig. Offenherzig bedeutet also, das ist erst offen, das Herz, wie ein Korn, wenn es verborgen ist. Ich könnte, sagt er, sagen, was ist offen und verborgen? Und gerade verborgen. Ja, das Herz. Nicht, dass man das also heute in der Art, wie wir rational überlegen, will das sagen, dass wir verlangen, wenn etwas ist, dann muss man das gleich klar seinem Partner oder jedem, der da ist, erzählen. Dann ist man das los. Das stimmt, dass es nur die eine Hand gibt. Aber mit der anderen Hand zusammen stimmt es eben nicht. Kannst nie klatschen. Die andere Hand ist das Geheime, das Verborgene, und es klatscht nur bis zur Geburt des messianischen Hauses, klatscht es nur, wenn das Offenherzige und das Verborgene zusammengehen. Merkwürdige Begegnung. Aber das scheint dann doch etwas zu sein, wo wir in der eigenen Sprache sogar sagen, es muss etwas Geheimnis auch sein, denn wie könnte es sonst existieren? Wenn wir auch dann sehen, wie wir heute das Bedürfnis haben, nicht nur dann so diese Art Offenherzigkeit zu haben, sondern man sagt, wir sammeln uns in Gruppen, und das heißt eine Therapie, und sagen uns die Wahrheit. Das bedeutet, viele Grobheiten kommen da, muss sich alles gefallen lassen, aber es klatscht nicht mit einer anderen Hand. Es ist wie der Intellekt einseitig. Es klatscht überhaupt nicht, man wird einfach grob. Das Einzige, und verschmutzt, es ist einfach langweilig auch. Oder man sagt, wir sollen uns gehen lassen können. Wir müssen dann mal schreien. Aber kannst du das nicht mal beherrschen auch? Gibt es nicht im Leben die andere Seite auch, wo du gerade erst Mensch bist, wenn du sowohl schreist, als sie beherrschst? Man wird niemals Zen-Meister oder Schüler da Schreitherapie ausüben sehen, die da brüllen und sich da lösen, nicht, und die Grobheiten so sagen. Wenn sie kämpfen, ist ein höflicher Kampf, sehr raffiniert, stark, mit List auch, aber es ist höflich, es ist still, würdevoll, es ist nicht ein Kampf, wo man sagt, hier wird alles grob gemacht. Ich unterscheide wiederum Grausamkeit als Geheimnis von dem, was man als Kraft und Macht benutzt. So glaube ich, dass wenn wir dieses offenherzig sehen und verstehen, das Herz verbirgt sich aber, dann will es sagen, es gibt erst Offenherzigkeit,
wenn auch Geheimnis da ist. Sonst ist es einseitig, wird es langweilig, wie im Allgemeinen das Intellektuelle so wird. Nicht immer, man soll nicht sagen, es ist immer langweilig, weil im Intellektuellen gewiss auch unsichtbar mitschwingt das andere. Aber es für viele Leute gibt es kein Organ, diese unsichtbaren Schwingungen aufzufangen. Die fangen nur das eine auf und wird sehr einseitig. Man kann nie so extrem sagen, nur das oder nur jenes, aber es gibt wohl eine Tendenz, eine Hinneigung zu einer gewissen Seite, und das, was wir hier im Westen als Folge der naturwissenschaftlichen Art des Studiums und der Weltanschauung erfahren haben und uns in diesem geübt haben, bringt es mit sich, dass wir sagen, es ist gut, dass man sich alles sagt. Warum sagt die Bibel nicht immer alles? Sehr oft schon, aber sehr oft sagt man, und die großen Persönlichkeiten schweigen, hören es und schweigen und sagen nicht, aha, jetzt kann ich dir das erklären. Dass das Schweigen da ist, eben die Offenherzigkeit ist in diesem Moment eine andere vom Geheimen her. Vielleicht gerade, wenn du hier schweigen würdest, wäre dort eine starke Offenherzigkeit da. Dann erst könntest du den Partner richtig kennenlernen und erfahren, weil er hier dir das nicht sagt. Wenn er sagt, ich zeige dir alles, ich habe kein Geheimnis, schau mal an, körperlich, seelisch, ich entkleide mich, was macht's auch, sagt man dann. Wissenschaftlich sind wir doch Säugetiere, aber die zeigen es doch auch, warum sollen wir so kompliziert werden? Ja, gerade kompliziert werden, weil bei uns die andere Seite auch da ist. Das Klatschen in den Händen kann nur stattfinden, wenn das eine sich zeigt oder sich nicht zeigt, aber das andere tut entgegengesetzt, wie rechte und linke Hand Gegensätze sind. Wenn ich also hier zum Beispiel, sagen wir ein bisschen sehr konservativ, das predige, was Keuschheit dann genannt wird, könnte sein, dass es gerade bei der anderen Hand eine sehr starke Offenherzigkeit ist. Dass dort es sich erst öffnet und dann erst eine Beziehung zustande kommen kann. Und keine kommt, wenn ich sage, ich muss doch hier alles zeigen, wir sind doch Säugetiere, ich kann es alles erklären, wie das entstand und so weiter. Das kann eine Hand nie. Du kannst mit einer Dimension, wie man auch sagen könnte, niemals eine entgegengesetzte Dimension, also senkrecht auf diese stehen, erklären. Ich kann nur sagen, die senkrecht auf diese. Ich kann nicht wissen, den Punkt des Einfalls kann ich schon sehen, wo sie sich schneiden, die beiden Dimensionen, aber weiter weiß ich nichts, sind fremd. Das ist das Gleiche. Das ist dieses Klatschen in den Händen. Und das will also bedeuten, dass wir nur erst Mensch sein können, wenn dieses Paradoxon bei uns funktioniert. Wenn wir Religion gescheit erklären, wie sie ist, bedeutet es, ich klatsche mit beiden Händen hier, nicht mit einer Hand. Dann habe ich das erklärt und Religion wird langweilig. Oder es wird etwas, das nützlich ist zum Rausch, zum Besetzenheit und so weiter. Ich will da nicht weiter darauf eingehen, oft genug besprochen. Es will nur sagen, man kann Religion, Glauben eben nicht rational hier historisch und geografisch lokalisieren und sagen, das ist es nun. Ja, das ist eine Hand. Man kann die nicht leugnen. Diese Hand ist da. Ich sage auch niemals, dass ich das Historische und Geografische nicht glaube, nur sage ich, es kann erst existieren mit der anderen zusammen. Sonst ist es trocken, entzieht sich der Wahrheit oder der Wahrnehmung auch. Es kann nicht stimmen, spüre ich, denn die Leute tun andere Dinge, die nicht lokalisiert werden können, geografisch und historisch. Also es muss etwas ganz anderes mit dabei sein. So, wenn wir dann gleich in der zweiten Stunde nach der Pause uns unterhalten werden, was ist nun die westliche Welt diesem Denken gegenüber? Und wo ist im Menschen dieser, sagen wir, buddhistisch-japanische Mensch? Wo ist er bei uns? Denn nicht nur außerhalb von uns existiert er,
er könnte doch auch in uns selber sein, so wie alles eigentlich im Menschen da sein kann, was außerhalb alles da ist. Wie ich es auch vom Indischen vorige Woche versuchte zu erzählen, so ist es mit dem Japanischen genauso. Und wir sehen, es gibt eine ganz andere Erfahrung im Menschen, wenn wir diesen Gegensatz hier sehen. Und wir könnten sagen, dieser Gegensatz ist doch eigentlich gar nicht nur japanisch, er ist einfach menschlich, ich habe fortwährend Konflikt mit der anderen Seite. Wenn ich aber die andere Seite leugne, ihre Existenz einfach negiere, dann gibt es niemals eine Konfrontation. Besser ist es, dass man noch nicht weiß, wie die beiden Seiten miteinander klatschen, aber besser, dass man weiß, ich habe die andere Seite. Es kann doch mal passieren und nicht sich einreden, dass man alles hier nur berechnen kann und berechnen soll. Ich möchte noch einen Punkt etwas weiter besprechen, nämlich den Punkt, den wir kurz nannten, vom Bogenschießen. Und ich da den Vergleich machte, dass es sich hier um das Verhalten, das Verhaltensmuster des Menschen handelt. Dass diese Zen-Gedanken meinen, der Mensch könnte sich so verhalten, dass er überhaupt nicht mehr zielen muss. Das will auch sagen, ich kann nicht das tun, damit ich Lohn bekomme. Ich kann das nicht tun, damit es mir dann besser geht. Das wäre ein Zielen, eine Absicht. Es soll aus den Menschen so hervorsprudeln, dass die Absicht, ohne dass sie klar wurde, schon erfüllt wird, so wie die Absicht des Herzens, dass die Blutzirkulation auch funktioniert. Nicht jedes Mal sagt das Herz, ich muss jetzt das erreichen, Dankeschön, es funktioniert wieder, bitteschön und so weiter, fortwährend das dann sagt, sondern es geht von selber. Es bedeutet also, wenn man nur eine Seite hat, dass das Verhalten dann ein Zwangverhalten werden muss. Wenn sie mit der anderen Seite zusammenwirken kann, wird es ein Zwangverhalten. Wenn Europäer, Thema für die zweite Stunde, Zen à la Européenne, wie man sowas hat, beüben, dann wird es ein Zwangverhalten. Und das sieht sehr klar aus. Ich will nicht sagen, dass es keine Europäer gibt, die es auch können und richtig machen. Davon ist keine Rede. Warum nicht? Das kann sicher. Aber ich meine die allgemeine Tendenz, wie man das als Norm kennt und beübt. Das meine ich nur, diese Art könnte zum Zwang führen und führt auch zum Zwang. Aber gerade sehen wir, der Mensch wird erst so, wie man von Schülern dort erwartet. Gesund, kräftig, gehärtet, abgehärtet, aber doch zart, Dichter, sie machen Gedichte, Lieder, alles in dieser Art des Lebens, weil es dann von selber geschieht. Man erwartet, dass der Schüler imstande ist, am Ende einer Sitzung ohne weitere Überlegung ein Gedicht, ein schönes Gedicht zu produzieren. Und nicht sagen, schnell mal sehen, wie reimt sich das, sondern dass es von selber geschieht. Die Art der Pinselführung bei den Zeichnungen, bei den Schriften ist auch so, dass sie von selber sich führt. Dass sie nicht sagt, jetzt habe ich das konstruiert. Nein, es kam hervor, nachdem ich das erlebte bei mir, kam das hervor. Das ist also sehr merkwürdig, dass sich das zeigt. Die Frage ist aber doch, wenn wir dann sagen, das ist japanisch, warum gerade kennt Japan diese körperliche Aggression auf sehr gelassene, höfliche Art, eine Kraft, die aggressiv aussieht, aber eigentlich gar nicht ist, sehr gelassen ist, eben das ganze Spiel ist dort, dass man das nicht grob macht, sondern sehr zart, gefühlig macht und dennoch eine Riesenkraft zustande kommt, durch Gewandtheit kommt sie zustande. Das will sagen, was ist nun im Menschen Japan? Was ist im Menschen Zen? Denn Japan hat nicht nur Zen, den Shintoismus und so weiter
obwohl es Religion gibt es dort nicht, man kennt nicht Religion dort wie hier, das bist entweder Mitglied von da oder dort, die Japaner sind alles zur gleichen Zeit, Shinto ist Zen, das ist alles, das sehen nicht keinen Unterschied, das macht auch nichts aus. Deshalb gibt es viel mehr Japaner, die Mitglied angeben, religiös zu sein, als dass man Japaner hat.